Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen, und zwar diesmal einen Tabak, den ich bereits vor einigen Jahren vorgestellt hatte. Damals war ich noch der Meinung, das Aroma dieses Tabaks sei so ein bisschen torfig, hat mich so ein bisschen an Erde oder an einen Waldboden erinnert. Und ich habe dann im Laufe der Zeit feststellen müssen, dass ich da geschmacklich doch völlig daneben lag, sondern dass dies eine ganz andere Ursache hat. Doch bevor ich jetzt darauf eingehe, was die Ursache gewesen sein könnte, würde ich sagen, stelle ich euch den Tabak selbst erst einmal vor. Und zwar geht es diesmal konkret um diesen Tabak hier. Ganz genau. Und zwar geht es um einen Tabak von DTM Daan Tobacco, und zwar aus deren Reihe der Treasures of Ireland Serie. Ganz konkret um diesen Tabak hier. Das ist Treasures of Ireland, der Shamrock Whisky Blend. Diesen Tabak hatte ich bereits vor ein paar Jahren vorgestellt, und wie gesagt, ich war damals so der Meinung, er hätte so ein leicht torfiges Aroma und hat mich auch so ein bisschen an Wald, an Wiesen oder an Erdboden auch erinnert. Schwer zu definieren. Und ich habe aber damals feststellen müssen, nach einigen weiteren Pfeifen, dass es doch eher nicht so das Modrige ist, was ich dachte, sondern dass es eben der hierin verwendete Honig war. Doch ich würde sagen, bevor ich jetzt hier aufs konkrete Video eingehe, beziehungsweise aufs konkrete Review eingehe, in gewohnter Weise, riskieren wir erstmal wieder einen Blick darauf, wie der Tabak überhaupt aussieht, wie er daherkommt. Und ich stelle euch natürlich auch die Pfeife vor, in der ich diesen Tabak hier entsprechend gestopft habe und euch entsprechend gleich vorstellen werde. Viel Spaß mit den Impressionen und bis gleich zum Review. Der Tabak ist in solch einer 50 Gramm Dose eingebracht. Und wie man hier sehr schön am Tabaksbild erkennen kann, besteht er eben vor allem aus fermentiertem braunem Virginia, hat aber auch noch eindeutig hellere Einschlüsse vom Golden Virginia sowie deutliche Anteile eines Black Cavendish Tabaks. Für dieses Review habe ich mich dazu entschieden, dieses Stanwell Royal Danish Shape Nummer 15 zu verwenden, eine Pfeife von einem gut mittleren Füllvolumen, die eben für Aromaten mit am besten geeignet ist. Hier konnte ich den Tabak ganz gewohnt in der Hermanns-Methode einbringen, nicht zu fest, oben leicht andrücken, und schon steht dem Rauchgenuss im Grunde genommen nichts mehr im Wege. Und der Tabak in der Menge hier hält für eine gute Dreiviertelstunde vor. Und da bin ich auch schon wieder. Hier ist noch einmal die Dose. Wenn man die Dose öffnet, hat man in gewohnter Weise hier wieder den Tabak zusätzlich in so einem Papierbeutel, abgedeckt mit einem Papierblättchen. Und sobald man die Dose öffnet, kommt einem eins unwillkürlich sofort in die Nase, und zwar ein sehr, sehr intensives Aroma nach Honig. Der Duft ist also wirklich betörend. Wenn man Honig mag, und ich gehöre definitiv zu denen, die Honig mögen, dann läuft einem allein schon bei dem Geruch hier schier das Wasser im Mund zusammen. Und zwar erinnert mich der Duft eindeutig an eine Art Waldhonig, also einen schönen, dunklen, kräftigen Honig. Und keineswegs an diese normalen Blütenhonigsorten, die doch teilweise sehr, sehr süß daherkommen, sondern wirklich kräftig, würzig, süßlich. Und hier könnt ihr auch schon mal grob das Tabakbild sehen, das ihr ja auch schon im Detail gesehen habt. Der Tabak kommt also sehr, sehr schön daher.
ist den üblicherweise immer ein bisschen in die Dose reingepresst, aber mit den Fingern lässt er sich eben leicht auflockern, portionieren, in die Pfeife einbringen, stopfen und vor allem, das werdet ihr jetzt ja gleich sehen im Review, entzünden. Hier ist nochmal die Pfeife, ihr habt sie ja eben schon gesehen. Von diesem Shape habe ich insgesamt 2 Stück und das Danville Shape Nummer 15 gehört auch definitiv zu einem meiner absoluten Favoriten. Vorgestellt hatte mir das Shape vor vielen Jahren hier auf YouTube der damalige YouTuber Sunday Bloody Sunday und seitdem hat es mir dieses Shape irgendwie angetan. Und das ist eine wunderbare Pfeife, auch für Aromaten, weil sie im Tabak halt auch einfach die Möglichkeit bietet, sich und auch natürlich die Aromen entsprechend zu entfalten. Das Füllvolumen ist ein gut mittleres Volumen und ich bin auch der Meinung, man sollte auch gerade für den Shamrock keine zu kleine Pfeife wählen, denn er braucht definitiv Platz, um sich und vor allem halt auch sein Honigaroma entfalten zu können. Doch, ich würde sagen, bevor ich jetzt weiterrede, kommen wir direkt zum Review. Der Tabak bäumt sich nur ein ganz, ganz klein wenig auf, also wirklich nicht der Rede wert. Von daher einfach wie in gewohnter Weise die Oberfläche wieder glätten. Und obwohl es immer noch dampft bzw. qualmt, nachfeuern und die Oberfläche nun gleichmäßig zum Glimmen bringen. Der Shamrock Whisky Blend basiert grundsätzlich auf Virginia-Tabaken, und zwar sowohl aus reifen Ready Rub Virginias als auch aus goldblättrigen Virginia, das hat man ja vorhin im Tabaksbild gut sehen können, und natürlich halt auch auf Black Cavendish. Dieser wird ja ebenfalls aus einem doppelt fermentierten Virginia hergestellt, der meistens mit Ahornsirup gesüßt wird, was auch hier bei diesem Aromaten definitiv der Fall sein dürfte. Das bedeutet aber eben halt auch, dass der Tabak anfänglich beim Anzünden immer so eine leicht bittere Note hat, was einfach durch die große Glut, durch die Hitze zustande kommt und durch den verbrannten Zucker, der nun einmal in den Virginias enthalten ist. Doch bereits nach wenigen Sekunden legt sich dieser leicht bittere Geschmack und weicht eben dieser Aromatisierung, die mit diesem Tabak daherkommt. Er nennt sich ja nun einmal Shamrock Whisky Blend und ist aromatisiert worden mit irischem Whisky und ganz wichtig halt auch, wie so schön in der Beschreibung heißt, mit einem Löffel Honig. Und genau da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich damals vor ein paar Jahren irgendwo falsch gedeutet hatte. Als ich so der Meinung war, so ein etwas torfiges, erdiges Aroma zu verspüren. Das hat also nichts mit torfig oder erdig zu tun. Und wer jetzt hier irgendeinen englischen Tabak dann erwarten würde, der würde dann vermutlich enttäuscht werden.
sondern vielmehr handelt es sich hierbei um das Zusammenspiel eben aus der Aromatisierung, aus irischem Whisky und eben diesem dunklen Honig, der verwendet worden ist. Der Shamrock gibt einen sehr, sehr milden, kühlen Rauch ab. Bei dem es wirklich ein Vergnügen ist, den Rauch um die komplette Zunge herum spielen zu lassen, einfach um die verschiedenen unterschiedlichen Geschmacksnuancen wahrnehmen zu können. Er bringt wirklich eine leichte, angenehme Würze mit sich. Die wirklich aus dem Zusammenspiel aus Whisky und Honig zu stammen scheint. Dazu aber auch eine sehr, sehr angenehme, leichte Süße. Die Süße erinnert mich wirklich so einerseits an die Virginias, vor allem aber halt auch leicht immer wieder mal in den Vordergrund kommend der Honig, der verwendet worden ist. Aus meiner Sicht sehr angenehm ist aber auch der Umstand, dass eben der Tabak nicht totgesoßt wurde, sondern, und da muss man wirklich ETM Dun Tobacco ein sehr, sehr großes Lob aussprechen. Sie verstehen es halt wirklich, die Tabake so zu aromatisieren, dass man immer noch in der Lage ist, den eigentlichen Tabakgeschmack herauszuschmecken. Also wirklich ein sehr milder, sanfter, gutmütig abbrennender, leichter Aromat mit Honig und Whisky, den man aus meiner Sicht definitiv auch einem Puristen für ein, sagen wir mal, kleine Süßigkeit für zwischendurch einfach mal empfehlen kann. Die Konditionierung des Tabaks ist perfekt. Er hat sich ganz bequem mit meiner Stopfmethode in die Pfeife einbringen lassen, hat sich, das habt ihr ja gesehen, ebenfalls sehr bequem entzünden lassen, brennt gutmütig von oben nach unten ab. Ich werde noch eine ganze Weile hieran rauchen und ihr seht es ja schon, der Tabak, der nimmt ja jetzt schon eine weißlich-gräuliche Farbe an, die Asche. Und ist auch das, was man letztendlich übrig hat. Der Tabak brennt komplett herunter, man hat nur noch diese hellgraue, weißliche Asche übrig, vielleicht mit dem einen oder anderen Sprenkel eines Resttabaks, aber er brennt gutmütig von oben bis unten durch. Und ein behutsames Rauchen vorausgesetzt, kann man auch den Geschmack wirklich von Anfang bis Ende durchgenießen. Das war es auch schon zu meiner Vorstellung der Treasures of Ireland Serie. Diesmal mit dem Tabak Shamrock Whisky Blend aus dem Hause DTM Tarn Tobacco. Ich bin natürlich auch hier gespannt, wer von euch vielleicht schon seine eigene Erfahrung mit diesem Tabak gemacht hat. Wie ist eure Meinung dazu? Wie schmeckt er euch? Stimmt ihr mit mir überein, was meine Vorstellung angeht? Oder denkt ihr, was labert der für ein Scheiß? Ich schmecke was ganz anderes. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar, dass wir uns darüber entsprechend austauschen können. Wie gesagt, es ist ja meine reine subjektive Empfindung. Und an all jene von euch, die den Tabak noch nicht können, gebt ihm einfach mal eine Chance.
Der Tabak kostet nicht sonderlich viel. Den Preis habt ihr vorhin ja gesehen, den gibt es ja auch in der 50 Gramm Dose. Man muss also nicht erst überlegen, sich eine 100 Gramm Dose zu kaufen. Wie gesagt, es gibt auch die kleinere Portion. Aus meiner Sicht ist der Shamrock Whisky Blend auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und daher freue ich mich jetzt schon auf den Austausch mit euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch in gewohnter Weise alles Gute und viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Ciao.